So, Chat, jetzt fangen wir an. Das ist jetzt die Tierlist vom AOE auf FWC. Wir werden hier auch einige Sachen berücksichtigen. Nochmal, das ist meine Meinung. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich anders darüber denken. Es geht aber hier nur um AOE, ne, Chat? Es geht hier nur um AOE, nicht um 101, nicht um Preisklasse. Okay? Ich werde aber trotzdem die Preisklassen benennen, was teuer ist, was nicht teuer ist, was gut ist und was nicht gut ist, ja? Damit ihr Bescheid wisst. So, die krankeste AOE-Klasse auf FWC ist natürlich der Elementor. Wie kann das anders sein? Elementor ist halt einfach die krankeste AOE-Klasse auf ganz live. Ob's normale Server sind, FWC-Server, Elementor ist Giga. Ist einfach heftig. Du kannst auf STA gehen, kannst Facetank machen, du kannst einfach Hit and Run machen. Natürlich, die meisten spielen Hit and Run. Aber ich bin eher der Facetank AOE-Spieler. Ja, richtig gehört. AOE Facetank-Spieler. Und das Gear ist nicht allzu teuer. Natürlich, wenn zu viele Elis spielen, dann wird das Gear natürlich wieder teurer, ne? Aber sobald du das 120er-Set hast und Bloody Stuff, Bruder, dann ist einfach Game Over. Ist Game Over. Natürlich musst du erstmal das Equipment erfahren und kriegen, ne? Außerhalb davon. Natürlich als AOE-Elementor kannst du halt nicht so gegen, ne, oder Bosse klatschen. Aber du machst halt so viele Monster weg, du wirst so viel NPC-Sachen droppen, dass du schon ein bisschen Geld zur Seite legen kannst. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist deswegen Elementor einfach krass Tier S. Ich glaube, ihr seid alle mit dabei. Ist einfach eine sehr, sehr kranke Klasse. So, jetzt fangen wir aber direkt an mit Trash-AOE-Klasse. Jojo Jester sofort. Jojo Jester sofort. Die haben einfach den AOE-Skill verkackt. Natürlich, es gibt jetzt zurzeit mehrere Builds, wie du mit Jojo Jester AOEen kannst. Dass er ein bisschen doch aussieht, als ob er AOEen könnte, aber ich sag euch davon ab, fangt bloß keinen AOE Jojo Jester an. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wenn ihr schon Bock habt auf AOE, spielt eine vernünftige AOE-Klasse, eine Hybrid-Klasse oder irgendwie sowas. Aber um Gottes Willen, bitte keinen AOE Jojo Jester. Macht alles, aber nicht das. Bitte. Nicht. So. Dann würde ich den Psykeeper auf Tier A packen. Warum? Psykeeper ist AOE-mäßig einfach ein Biest. Wir haben den Reflect Damage, wir haben den Maximum Crisis Stunt Skill, dann haben wir Physics Square, wo du die Mobs aus Kilometerreichweite so einen Ball holen kannst. Und wenn du ein bisschen STA skillst, natürlich, Nico hat damals anders gelevelt, glaube ich. Aber wenn du halt zum Beispiel ein bisschen STA skillst oder so, dann hast du 0,0 Probleme beim Psykeeper. Und der Psykeeper ist halt nicht so teuer wie manch andere AOE-Klassen. So. Natürlich, anfangs müsst ihr halt immer gucken, bei FWC ist immer das Problem, die Teile kosten ein Vermögen. Egal welche Klasse ihr habt. Selbst ein Angel Stuff kostet da was. Aber meiner Meinung nach ist trotzdem Elementor und Psykeeper einer der billigsten Klassen, die ihr zum AOE verwenden könnt. Natürlich, der Jojo Jester, der Trash Jojo Jester AOE ist am billigsten, weil keiner einen AOE Jojo Jester spielen will. Ne, mal davon abgesehen. So. Währenddessen würde ich aber auch Ringmaster auf die A-Klasse packen. Der ist natürlich teurer als die anderen Klassen. Das ist klar wie Black Forest Mineralwasser. Aber er hat halt, wie gesagt, wie beim 101 zum Beispiel, er hat Merkaba, er hat die Barriere, er hat Holy Guard, er hat Prevention, er hat Stonehand. So. Da habt ihr auch 0,0 Probleme so. Er kann sich selber heilen. Deswegen, also der ist halt einfach easy peasy zum Leveln. Das Einzige, was halt ein bisschen nervt, ist bei Merkaba, ist halt ein bisschen längerer Cooldown drauf. Das könnt ihr halt natürlich avoiden, wenn ihr Moonbeam benutzt dabei oder halt einfach die Monster anklickt. So. Aber meiner Meinung nach ist halt AOE RM trotzdem ein Biest. Ein leckerer, schöner Biest, was das Ganze angeht. So, dann würde ich auch den AOE BP auf... Was meint ihr? Ja, ich pack den mal auf B. Ich pack den mal auf B, okay. Er ist nicht die krasseste AOE-Klasse. Ich würde euch eher empfehlen, vielleicht ein 101 zu spielen. Oder wenn ihr nicht genug Geld habt bei FWC, den vielleicht dann doch AOE zu spielen, weil nicht viele den BP-AOE spielen werden. Warum habe ich den Typen aber auf B gepackt? Weil nicht... Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr den BP macht, nicht den INT-AOE nehmen. Das ist nicht bei Flive offiziell von früher. Nicht den INT-AOE benutzen. Weil, ganz einfache Sache dahinter, der STR-AOE skaliert geil und die Cast-Time des AOEs, STR-AOE, also Burstcrack oder so war das, glaube ich. Als ich mich täusche, könnt ihr natürlich das in die Kommentare schreiben. Aber der castet einfach viel zu schnell. Der castet zack, 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 haut da drauf. Ihr habt da Prevention, ihr habt Stonehand, das heißt, die werden auch noch gestunt. Und deswegen würde ich euch empfehlen,
STR. Ich weiß natürlich nicht, wie man genau den levelt, wie viel STR man braucht, was man wirklich alles dafür braucht. Ne? Deswegen kann ich das euch da nicht komplett sagen. Aber deswegen würde ich den auf B-Tier packen, weil AOE-Equipment ist auch nicht so krass teuer, um ehrlich zu sein. Und ja, AOE-BP räumt halt auch ab. Nur halt, dass die Monsteransammlung, bis du Monster hast, dauert halt ein bisschen, ne? Aber ansonsten schickimicki. Schickimicki. So, jetzt werdet ihr euch vielleicht auch wundern, der Knight AOE kommt auch auf die B-Tier-List. Jetzt werdet ihr euch denken, ah Bruder, aber Knight ist doch Tank. Knight ist doch Tank, der macht doch alles, der ist doch die tankigste Klasse, die ist doch heftig. Ich liebe den AOE Knight. So, aber der AOE Knight hat genau ein Problem. Und zwar, das ist einfach einfach Mobs mitnehmen. Es gibt Leute, die nehmen sogar eine Wooden Sword statt ihre Big Axe, weil die schneller schneller angreift mit dem Wooden Sword, um die Mobs einzusammeln, weil er braucht halt arschlange, um überhaupt irgendwelche Mobs zu haben. Aber davon abgesehen ist der Knight extrem tanky. Der hat auch geile Skills, die jetzt zum Beispiel auch Guard und so kann man wieder aktivieren und so. Halt, er hat halt so Skills, wo du sagen kannst, ja okay, ey, die Mobs ziehen mir so wenig ab, ich use Gas, dann mache ich halt mehr Schaden und die machen mir halt mehr Schaden und so weiter. Und das Knight-Equipment ist auch solide. Also es ist nicht extrem teuer, natürlich ein bisschen mehr als zum Beispiel ein Jojo-Jester, aber es ist solide. Man kann damit gehen. Manche leveln den halt mit ein bisschen STA, manche leveln ihn wiederum mit STR. Und da ist halt das Positive, zum Beispiel, wenn BP Full STR ist und Knight Full STR, könnt ihr auch direkt auf 101 Equipment switchen und dann als 101 weitermachen. Und deswegen sage ich halt, da ist, ja. So, der Ranger. Ranger ist für mich B-Klasse. B-Tier, weil er kann gut AOE'n. Er hat auch, jetzt wollte ich sagen, Perfect Block. Eine bestimmte Blockrate. Ja, Perfect Block hat er ja auch. Eine Blockrate. Der kann halt knockbacken, die Mobs. Dann hab wie vorhin erwähnt, Flame Error, Ice Error, Error Rain und so weiter. Und er kann halt allrounden. Nur das Problem ist hier wiederum der Damage. Deswegen B, sonst hätte ich den auf A gepackt. Würde ein bisschen mehr AOE-Schaden machen, dann hätte ich ihn auf A gepackt. Hier ist auch wieder beim Ranger so. Bis halt auf 120er Set, Bloody Bow und vielleicht noch der Angel Bow ist es eigentlich eine günstige Klasse. Jetzt günstig in dem Sinne, ne, die Sets. Sprich, CW-Set werdet ihr eh nicht am Anfang haben, aber CW-Set könntet ihr auch usen irgendwann, wenn ihr später anfangt. Dann geht ihr rüber auf das Oka-Set, das 75er, wenn ihr kein CW-Set habt, weil da kriegt ihr 10% mehr Fähigkeitsschaden. Ja. Und dann einfach auf das 105er-Set und von das 105er-Set auf das 120er-Set. Da wiederum könnte es halt teurer werden, weil 120er-Set ist halt beliebt, weil es halt PvE-Damage gibt und dann halt der Bloody Bow wegen Suckblood, beziehungsweise Lifesteal auf Life Universe, könnte es etwas teurer werden. Deswegen habe ich den so auf B eingereiht, sonst wäre er auch für mich die A-Klasse. So, angetestet, aber nie zu Ende gespielt, habe ich den Blade. So, die Sache ist, ich würde den sogar auf C lassen. Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso? Ich denke, für mich performt der AOE Blade erst ab Level 100. Wenn es die Tierlist ab 100 geben würde, AOE Tierlist, dann würde ich den auch auf B packen. Warum? Weil ihr ab 100 diesen Blade-Skill habt, wo ihr nach vorne springt. Das heißt, der Blade braucht auch wieder Jahre zum Gathern. Der braucht Jahre, bis er die Mobs an sich hat und dann erst AOE'n kann. Den könnt ihr halt pur Deck spielen. Ihr habt eine gute Blockrate. Und jetzt, deswegen sage ich, wenn die Tierlist auf 100 wäre, sofort B. Sofort B würde ich packen, weil das Equipment ist billig. Angel Swords kriegst du hinterhergeschmissen. 105er Set kriegst du hinterhergeschmissen. Das Nox Set, also das 120er Set, kriegst du hinterhergeschmissen. Weil selbst das 120er Set ist halt ein AOE Set, was keiner used als Blade, theoretisch. Und deswegen usen das halt manche. Und deswegen würde ich den halt eigentlich auf B packen. Aber aufgrund dessen halt, dass er erst den Skill ab 100 bekommt und dann die Mobs besser gathern kann, habe ich ihn auf C gepackt. Ja, das ist meine AOE-Tierlist für FWC. Ja, ich hoffe, ihr seid fein damit. Oder? Was sagt ihr?